Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das neue Update ist nun live auf allen Servern. Ihr habt es jetzt mittlerweile auch bei euch oder solltet es zumindest schon haben. Ja, da werden wir jetzt gleich nochmal im Detail drauf eingehen, was jetzt nochmal alles neu dazugekommen ist. Ansonsten, wenn ihr das Ganze gebündelt sehen wollt, dann das Video von gestern einmal anschauen. Da haben wir das Ganze Feature bzw. das ganze Update, das Quality of Life Update nochmal durchgenommen, was halt wirklich jetzt alles dazugekommen ist. Ja. Heute gab es nochmal Neuigkeiten in Bezug auf dieses Update, und zwar zum Anlass des Update 25 gibt es jetzt auch eine Aktion, eine limitierte Aktion im Webshop exklusiv für dieses Wochenende. Und das ist natürlich eine sehr, sehr geile Sache, denn es gibt einen neuen kosmetischen Rahmen, ja, den man sich holen kann. Hier, so einen Rahmen könnt ihr euch sichern, und zwar gibt es den jetzt im Webshop. Bevor wir da hingehen, einmal hier die News dazu. Ja, spielt ab heute unser neues Update 25.0 und entdeckt viele Quality of Life Änderungen für die Post, die Einstellungen, die Gilde etc. pp. Diese und viele weitere Verbesserungen könnt ihr im Changelog auf Helpshift nachlesen. Das sind wir gestern durchgegangen hier im Detail. Und jetzt kommt das Besondere. Außerdem startet der Pilzhändler am Freitag seinen einzigartigen Sale mit dem neuen Silber-Rahmenpaket als Highlight. Nur an diesem Wochenende habt ihr die Gelegenheit, das extrem seltene seltene Paket zu ergattern, um euren Charakter mit dem neuen Silberrahmen aus der Masse hervorzuheben. Also es ist jetzt mal wieder ein temporärer Rahmen, den man sich holen kann. Der letzte war ja der von Friendly Fire gewesen. Der war ja auch nur temporär und auf 1000 Stück limitiert. Das heißt, die ersten 1000 Leute konnten sich den Rahmen holen. Und deswegen gibt es jetzt nicht mehr Leute, die damit rumlaufen werden. Bei diesem Silberrahmen ist es doch nochmal was anderes. Und zwar hat man dann halt hier eben das komplette Wochenende Zeit, sich den zu holen. Ja, danach wird er wohl erstmal nicht mehr wieder zurückkommen. So schnell, so wie es jetzt hier aussieht, weil das Ganze hier als extrem selten gilt und halt eben jetzt nur auf das Wochenende begrenzt ist. Dafür gibt es keine bestimmte limitierte Stückzahl, sondern es ist halt einfach nur zeitlich begrenzt. Das heißt, es können so viele Leute schnappen, wie sie wollen. Den werden wir uns jetzt auch gleich holen, und dann werden wir uns den Ingame auch nochmal zulegen. Ja? Ihr fragt euch, wie das geht, weil das ist ja erst am Wochenende. Ja, wir spielen auf F9, da ist das Ganze schon ein wenig früher. Falls ihr auch auf F9 spielen solltet, könnt ihr euch das Ganze auch holen. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Dann könnt ihr schon mal hier anhand dessen sehen, wie das Ganze hier in-game dann aussieht. Ja, und ob das euch gefällt oder halt eben nicht. Weil bisher hat man halt hier eben nur so das Bild. Aber wie das Ganze dann in-game aussieht, ist natürlich auch nochmal so die andere Sache so, ne? Deswegen gucken wir uns das gleich mal an. Macht euch jetzt für die folgenden Wochenend-Events bereit, von Freitag bis Sonntag: Prachtparade der Pilze, tollkühne Tiere, Fest der Festung, Epic Kaufrausch, Tag des heißen Eisens und der orale Großputz. Fürs nächste Wochenende haben wir dann gleich auch noch die Folge-Events am Start. Tag der Arbeit haben wir hier. Ja, das gibt nochmal Special, nochmal wahrscheinlich irgendein Event, und es gibt, glaube ich, auch einen Code zum 1. Mai. Von Donnerstag bis Sonntag mit Akkordabenteuer. Dann haben wir Hexentanz, Tag der tollkühnen Tiere, Fest der Festung, Tag des heißen Eisens, Epic Kaufrausch, Extravaganza, oraler Großputz. Ja, das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Und jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil. Und zwar betreten wir jetzt hier den Webshop, und hier seht ihr schon das Silberrahmenpaket. Ja, 25.000 Kristalle, 50.000 Metalle und halt eben der Silberrahmen. So sieht das Ganze hier schon mal im Webshop aus. Wenn wir das Ganze in-game einmal begutachten dürfen, dann sieht das Ganze wahrscheinlich auch nochmal ein wenig anders aus als hier. Ja, ist das Ganze jetzt nun preislich gerechtfertigt? Meiner Meinung nach hätten sie ruhig diese Ressourcen weglassen können, so, und dann hätten sie es irgendwie für, weiß ich nicht, für 10 Euro oder so verkauft. Der Friendly Fire Rahmen hat ja auch 10 Euro gekostet. Das war ja für einen guten Zweck so, ne?
aber da war halt eben auch nur der goldene, beziehungsweise dieser Rahmen, den wir hier oben links sehen. Hier haben wir halt eben den Rahmen plus noch ein paar Ressourcen und das kriegen wir dann jetzt für 25 Euro. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall holen, alleine schon deswegen, weil ich mir nichts entgehen lassen möchte, was es halt eben nur temporär gibt. Dann denke ich mir so im Nachhinein, oh, ja, hättest mal zugeschlagen, jetzt hast du ihn nicht. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich nicht aktiv equippen werde, werde ich trotzdem mir das Ganze holen, um es halt einfach zu haben, weil ich halt auch einfach das mag, Dinge zu collecten, auch wenn es halt eben Geld kostet. Und ja, das passt bestimmt auch ganz gut zu unserem Elevator-Background. Wir sind ja momentan gerade Zweiter, also Silber auf Silber, kommt bestimmt böse. Deswegen holen wir uns das Ganze hier. Und ja, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich auch könnt ihr beim Kauf, falls ihr sowieso das Rahmenpaket euch gönnt, sehr gerne hier den Code DORZA eingeben und dann weiter zum Checkout. Und ja, das müsst ihr nicht machen, aber ist auf jeden Fall ein ziemlich fetter Support für mich und generell für alle Creator. Und deswegen ja, vielen, vielen lieben Dank an jeden, der das machen sollte. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz bezahlen und dann sehen wir uns gleich in-game wieder, wie das Ganze dann nun aussieht, wenn wir uns den silbernen Rahmen angelegt haben. So, der Rahmen wurde abgeholt. Wir werden uns das Ganze jetzt equippen und natürlich jetzt über die Post können wir uns das Ganze hier über den neuen Tab, den wir jetzt hier oben haben, natürlich dann auch hier bei den Gutschriften abholen. Hier werden dann in Zukunft auch weiterhin eure Gildenkampfberichte stehen. Es werden eure Gutschriften hier stehen. Es werden zum Beispiel eure Drops hier stehen, die ihr durch Twitch verdient habt. Natürlich auch die Droplets und alles weitere wird dann halt eben hier in dieser Spalte aufgelistet. Sowie zum Beispiel halt eben jetzt auch neu ist, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr die täglichen Belohnungen nicht abgeholt haben solltet, ja, und das vergessen habt für den Tag, dann wird euch das tatsächlich für die nächsten 6 Tage dann hier auch, beziehungsweise 7 Tage, dann hier auch gut geschrieben. Also das ist tatsächlich dann auch neu, es ist auch ein cooles Update, muss ich so sagen, und sehr, sehr cool, dass das Ganze jetzt hier wirklich so voneinander getrennt ist. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Nach wie vor könnt ihr diese ganzen Sachen hier trotzdem immer noch löschen, das müsst ihr dann nochmal bestätigen so, außer halt eben die News von Shakes & Fidget selbst, die bleiben halt eben bestehen. Ne? Und wir holen uns das Ganze jetzt mal ab. Let's go. Und da haben wir den Silberrahmen freigeschaltet. Vom Schmied höchst persönlich aus deinen wertvollsten Materialresten zusammengeschmolzen und mit viel Liebe zum Detail veredelt. Aber wie ist der Pilzdealer da bloß dran gekommen? Das ist die Frage. Du kannst deinen neuen Rahmen in den Einstellungen auswählen. So sieht das Ganze hier aus. Entdecken wir das Ganze mal. Ja, wo müsst ihr dazu hin? Wenn ihr euren Rahmen wechseln wollt, dann geht ihr hier einmal auf Character, so, und dann habt ihr hier unten das Fenster Rahmen und jetzt seht ihr hier bereits, dass ein neuer Rahmen dort mit hinzugefügt worden ist und den wählen wir jetzt einfach mal aus und gucken uns mal an, wie das Ganze jetzt hier so in-game aussieht. Let's go, zack, und da haben wir ihn gewechselt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal hier. Ja, wir gucken uns das Ganze an. Wie gesagt, ich habe ein sehr großes Profilbild. Bei mir schneidet das immer relativ viel von der Seite weg so. Deswegen feiere ich auch zum Beispiel nicht diesen Twitch-Rahmen so, ne, diese Flimmerkiste mäßig, weil die ist noch dicker als der Silberrahmen hier. Und ja, wir haben, wie aber zum Beispiel beim Goldrahmen, jetzt keine separaten, wie sagt man, goldenen Linien. Ich weiß gar nicht, wer hatte den gehabt? Killerplautz. Achso, ja, Dings hat er auch hier. Also wir haben hier keine goldenen Linien. Beim Goldrahmen haben wir ja hier noch an den Seiten hier immer noch so einen goldenen Zug, der sich durch das ganze Inventar halt zieht. Ne? Hier bei dem Silberrahmen, da ist das Ganze jetzt ein bisschen dezenter gehalten so. Finde ich auch nicht verkehrt, ist jetzt nicht ganz so protzig, sag ich mal, wie der Goldrahmen so. Ne? Allerdings, ja, muss natürlich jeder selbst wissen, ob er den haben möchte oder nicht.
Ich persönlich finde es jetzt nicht verkehrt. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn hier diese Edelsteine irgendwie so noch ein bisschen geleuchtet hätten irgendwie. Also das wäre noch ganz cool oder so ein bisschen irgendwie schimmern oder so. Aber ich weiß nicht, ob das dann zu viel Kapazitäten oder Bandbreite dann wegnimmt, wenn ja, hier im Game dann gewisse Dinge auch noch hier im Inventar animiert sind so. Keine Ahnung. Aber so oder so kann man das machen. Es ist auf jeden Fall, ja, also es passt zumindest zum silbernen Hintergrund so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht hier jetzt gerade. Gut, ich bin wahrscheinlich jetzt auch der Einzige, der sich den jetzt hier gerade geholt hat, so. Ich denke mal, es werden vielleicht noch ein paar Leute folgen. Aber ja, das ist auf jeden Fall erstmal so, dass wir können uns das Ganze auch nochmal in einem Dungeon Fight nochmal angucken hier, wie es hier aussieht. Ja, so sieht es aus, wenn wir hier kämpfen sollten, ne? Da haben wir hier einmal dann auch den Rahmen dann in-game, beziehungsweise halt eben, ja, im Fight sozusagen. Und da haben wir auch tatsächlich, so wie im ja, vorherigen Video auch, wo wir in den Sandsturm reingegangen sind, noch zufällig hier einen weiteren Sandsturmgegner besiegt. Ja, sehr cool. Nimmt man natürlich mit. Ne? Ist natürlich ganz nice. Und ja, hier nochmal zur Veranschaulichung. So sieht das Ganze hier aus. Müsst ihr selbst wissen, ob euch das gefällt oder nicht. Ich persönlich muss sagen, ich werde nach wie vor auch bei dem anderen Rahmen hier bleiben so. Den finde ich irgendwie, also für mich persönlich finde ich den passender, weil ja, der hier an der Seite halt eben auch noch so ein bisschen Platz lässt, so, es wirkt nicht ganz so eingeengt auf jeden Fall, ne? Wenn wir jetzt mal im Vergleich noch den einen Rahmen nehmen, den wir durch die Twitch-Belohnung bekommen, ja, da seht ihr hier auf jeden Fall, wie das Ganze aussieht. Sieht mein Avatar ziemlich eingesperrt aus, sag ich mal so, aber kann ja jetzt nur von mir reden, jeder andere würde da wahrscheinlich gut reinpassen, so in das Bild. Ja, die halt eben einen normalen Avatar irgendwie so haben. Deswegen, das ist jetzt ein Luxusproblem, was ich jetzt nur habe, sage ich mal so, durch den Avatar, weil das halt ziemlich breit ist an der Seite. Aber hier zum Beispiel so wie der Botzer hier, der nur bis hier so seinen Avatar begrenzt hat, da passt ja easy hier noch so ein Rahmen da mit dazu. Und deswegen, ja, sieht das denn dort auch nochmal ganz anders aus als bei mir jetzt zum Beispiel, ne? Genau, aber so sieht das Ganze hier in-game aus. Wie gesagt, schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare oder ich mache mal eine Abstimmung, muss ich mal gucken, auf YouTube nochmal, ob ihr euch den Rahmen holt oder nicht, ob euch das anspricht oder halt eben nicht. Und ja, das soll es aber erstmal soweit zu mir, beziehungsweise hier zum Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und den ersten Eindruck verschaffen zum Rahmen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.